Namasté, ich bin Ingrid. Ich möchte dich heute einladen zum zweiten Teil Yin Yoga für den Unterkörper und die Beine. Wir beginnen in der Libellenhaltung. Du streckst deine Beine in einer weiten Grätsche aus, so weit wie möglich, und lässt einfach nur deinen Oberkörper mit den ausgestreckten Armen nach vorne sinken. Wenn deine Körperrückseite so stark verkürzt ist, dass du gar nicht das Gefühl hast, nach vorne zu kommen, dann nimm dir 2 dicke Bücher, einen Block, eine dicke Decke, setz dich drauf. Und dadurch, dass dein Becken höher rauskommt, hast du auch eher das Gefühl, nach vorne sinken zu können. 3 Minuten in jeder Haltung. Ich stelle die Uhr. Jetzt geht's los. Die Libelle. Nimm deine Arme nach vorne, lass den Oberkörper ganz weich nach vorne sinken. Und wenn du sehr gut gedehnt bist, dann kannst du auch gerne deine Arme wie Libellenflügel zur Seite nehmen und die Stirn am Boden ablegen. Musst du aber nicht. Du kannst genauso gut so bleiben. Oder wenn du nicht so weit nach vorne kommst, nicht so weit. Wichtig ist, dass die Körperrückseite gedehnt wird. Begonnen von den Füßen, an den Beinen, aufwärts, über den Rücken, über die Schultern, den Nacken, bis zur Nasenwurzel. Wenn du sehr kurze Arme hast, das kann auch sein, dann nimm dir doch einfach einen Hocker oder einen höheren Gegenstand, wo du deine Arme aufstützen kannst und es dir so bequemer machen kannst. Schau, dass du möglichst weit nach vorne kommst. Der Kopf darf einfach nur hängen, so wird die Muskulatur im Nacken noch extra gedehnt. Der Atem fließt ganz ruhig. Du atmest bequem ein und versuchst, die Ausatmung möglichst lang zu halten. Wie im Schlaf. Atmen wir auch so kurz ein und lang aus. Du legst deine Zunge am Gaumen ab, auf den Wulst vor den oberen Zähnen, ganz breit und weich, sodass auch der Zungenmuskel entspannt ist. Die Lippen sind geschlossen und trotzdem ist dein Unterkiefer entspannt. Deine Unterkiefergelenke sind ganz weich. Der Unterkiefer hängt ganz entspannt in den Gelenken. Lass die Dehnung in den Beinen zu, im ganzen Rücken. Mach dich ganz weich. Achte auf deine Zehen, dass da nicht einer hochstehen will. Das ist schon Muskelanspannung. Oder die Finger, auch die Hände ganz weich, einfach auf den Boden ablegen. Sehr gerne kannst du auch die Hände nach oben drehen, dann sind schon mal die Oberarme in den Schultern nach hinten ausgerichtet, das öffnet die Schultern und dein Brustbein kann noch besser zum Boden sinken.
Dann richte dich wieder nach oben auf, schieb dich mit den Armen nach oben zum Sitzen und spür, wie sich dein Körper anfühlt. Du kannst gern im Scheibenwischer deine Hüften lockern. Es ist ganz entspannend für die Hüftgelenke, wenn die Beine so ganz leicht hin und her geschoben werden. Und wenn die Beine jetzt wieder auf einer Seite sind, dann komm in den Vierfüßlerstand. Schieb ein Bein nach vorne, sodass das Knie und der Unterschenkel zwischen deinen Händen liegt. Und lasse das hintere Bein ganz lang werden. Und deine Becken nach unten sinken. Der Schwan. Der stolze Schwan mit der stolzen Brust. Du spürst jetzt die Dehnung hauptsächlich im gebeugten Bein über den Po und im ausgestreckten Bein im Vorderschenkel. Du hast also einmal die Dehnung in der Beine. Auf der Körperrückseite und auf der Seite des ausgestreckten Beins auf der Körpervorderseite. Der Schwan, der kann sich dann auch auf die Ellbogen niederlassen. Somit verstärkt sich die Dehnung im Po. Dein Atem bleibt weiterhin ganz ruhig. Wenn dir das jetzt zu heftig wird im Po hauptsächlich, dann komm einfach wieder ein Stückchen nach oben, so dass du die Dehnung gut aushalten kannst. Du sollst dich nicht zu überanstrengen. Es soll sich gut anfühlen. Wenn ein Schmerz auftaucht, der sticht, dann ist es ganz ungut. Dann solltest du bitte sofort zurückgehen aus dieser Haltung und sie eben so angenehm wie möglich für dich gestalten. Der Schwan darf auch gern schlafen. Du kannst die Beine nach vorne ausstrecken und die Stirn am Boden ablegen. Und hast so noch mehr Dehnung im Gesäß. Wieder fließt Atem ganz ruhig und bequem mit einer leicht verlängerten Ausatmung. Achte auf die Zunge, achte auf den Unterkiefer und schau mal, ob nicht sonst irgendwo ein Muskel angespannt ist. Ganz unbewusst. Das merkst du nicht und zack, ist eine Anspannung auf dem Beinmuskel zum Beispiel. Auch die Arme sollen ganz locker am Boden liegen. Die Schultern hängen ganz bequem in den Gelenken. Ganz weich. Und stütz dich wieder auf deine Hände und komm nach oben. In den Schwan, in den wachen Schwan.
Zieh dein Bein zurück in den Vierfüßlerstand. Wenn du das Bedürfnis hast, dann beweg dein Becken, kreis mal ein bisschen oder Katze und Kuh. Ist auch sehr angenehm fürs Becken. Und dann schieb dein anderes Knie nach vorne zwischen die Beine, leg den Unterschenkel diagonal. Schieb dein Bein lang nach hinten in den Schwan auf der anderen Seite. So, jetzt stützt du dich mit den Händen ab. Lässt die Dehnung im Po-Muskel zu. Bildest dich ein in diese Haltung. Und dann nach einer Weile kannst du auf die Ellbogen kommen. Und wenn es dein Muskel zulässt, dann kannst du gerne die Stirn ablegen, die Arme nach vorne schieben, in den schlafenden Schwan. Aber es soll sich angenehm anfühlen. Sonst komm wieder lieber zurück auf die Ellbogen oder auf die Hände. Schau, dass wirklich alle Muskeln losgelassen sind. Hände, Arme, Beine, alles ist ganz weich und entspannt. Lass dich sinken. Dann stütz dich wieder auf deine Hände, löse den Kopf. Komm wieder nach oben. Genieß nochmal diese Haltung ganz kurz. Und dann löst du das Bein, schiebst nach hinten, komm wieder in den Vierfüßlerstand. Und jetzt mach mal den ganz dicken Katzenbuckel. Wölb deine Wirbelsäule nach oben. Und in den Kuhrücken. Schieb dein Becken nach hinten. Und nochmal Katzenbuckel. Und einmal noch Kuhrücken. Wirbel für Wirbel. In die andere Richtung biegen. Wenn du möchtest, dann dreh deine Wirbelsäule nochmal wie so eine Waschtrommel, die tanzt mit Katze. Nochmal in die andere Richtung. Und dann gehen wir über zur nächsten Position, dem Babyfrosch. Aus dem Vierfüßlerstand geht auf der Matte jetzt nicht so gut, am glatten Boden geht es am allerbesten. Vierfüßlerstand und dann die Knie auseinander driften lassen. Die Froschhaltung.
Wenn es dir angenehm ist, dann nimm die Beine, die Unterschenkel gerade nach hinten. Kann sein, dass sich das nicht so gut anfühlt für dich. Dann nimm einfach die Fußsohlen zusammen. Das ist ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen. Und dann stützt du dich auf deine Ellbogen, bleibst mit dem Becken, aber über deinen Beinen. Also nicht mit dem Becken, Gott weiß, nach hinten rutschen oder nach vorne, sondern bleib mit dem Becken neben den Knien. Also Knie und Becken ist eine Linie ungefähr. Deine Ellbogen stützen dich. Du kannst auch gerne, wenn es dir gelingt, mit die Stirn auf den Handrücken ablegen. Und wieder lässt du dich einfach nur sinken. So wie es dir angenehm ist. Es kann schon sein, dass die Dehnung sehr intensiv wird, gerade vor allem hier in der Leiste. Dann geh einfach ein Stück weiter zusammen wieder mit dem Knie, nicht ganz so weit auseinander. Richte es dir so ein, dass es für dich angenehm sich anfühlt. Schon mit Dehnung, aber trotzdem angenehm. Es soll nicht schmerzen, keinesfalls. Ich stelle wieder den Wecker und jetzt an noch 2 Minuten. Entspanne alle Muskeln. Gut, die Ellbogen, die Arme müssen sich jetzt ein bisschen tragen, die sind jetzt ein bisschen in Arbeit, aber sonst lass alles locker. Lass die Finger locker, lass dein Becken vor allen Dingen locker, dein Bauch darf ganz bequem nach unten hängen. Alles ist weich. Deine ganze Beinmuskulatur, angefangen von den Füßen, über die Waden, die Oberschenkel, alles ist weich und entspannt. Nur so kann sich der Muskel und das Fasziengewebe schön auseinanderziehen und glätten. Dein ruhiger Atem und die lange Ausatmung verhelfen dir, noch besser in diese Position hinein zu gleiten. Der Atem verhilft dir auch bei der Entspannung und beim Loslassen. Je langsamer du atmest, desto ruhiger wird der ganze Organismus und auch dein Geist. Und schau, die Zeit ist schon wieder um, 2 Minuten und davor noch ein paar Sekunden sind schon vorbei. Du stützt dich jetzt wieder fest auf deine Arme und Hände und bringst deine Knie wieder zusammen. Komm in den Vierfüßlerstand. Nochmal wackeln mit dem Becken hin und her. Und vielleicht magst du dich mal richtig strecken, dann stell deine Zehen auf und komm in den herabschauenden Hund, streck deine Beine richtig durch, dreh mit den Fersen nach hinten und streck abwechselnd die rechte und linke Beinrückseite. Nimm das Becken ruhig mit und die Schultern. Der Frosch, der ist schon ganz schön heftig. Und dann komm zurück auf die Knie. Streck dich nochmal auf den Boden aus, in Bauchlage. Die nächste Haltung für die gesamte
Körpervorderseite ist die Sphinx. Die Sphinx stellt hier deinen Ellbogen direkt unter das Schultergelenk. Die Arme sind schulterbreit geöffnet, die Ellbogen sind schulterbreit geöffnet, die Hände liegen ganz entspannt auf dem Boden. Die Beine sind ganz entspannt. Leg die Fußriste bequem ab. Schaut mal dein Becken hin und her und überzeug dich, dass wirklich alles ganz locker ist. Und du bleibst jetzt in dieser Position. Wenn du die gesamte Körpervorderseite dehnen möchtest, dann heb auch gern dein Kinn und schau nach oben. Achte aber darauf, dass im Nacken kein Stress entsteht. Dann nimm lieber den Kopf wieder gerade, den Nacken lang. Aber wenn es geht, versuch mal nach oben zu schauen. So ist die ganze Körpervorderseite in Dehnung. Alle Muskeln sind wieder weich und entspannt. Also es geht jetzt vor allen Dingen um Bauch und Rücken, Lendenwirbelsäule. Kiefer, Zunge, wieder entspannt. Schließ deine Augen, dann können auch die Augen sich entspannen. Der Atem fließt ganz ruhig. Achte auf die verlängerte Ausatmung. Wer möchte, kann noch die Dehnung steigern, indem er sich auf die Hände nach oben drückt, wie die Robbe. Aber bitte nur, wenn der Lendenbereich ganz entspannt sein kann. Wenn es nicht sticht oder schmerzt. Und dann löse die Haltung auf. Komm wieder. Deine Ellbogen. Heb dein Becken an und schieb dich mal ganz kurz zurück in die Kindesposition. Leg deine Stirn am Boden ab. Spüre, wie sich im Lendenbereich die Muskulatur wieder schön streckt, nachdem sie vorher komprimiert war. Dann auch gerne die Hände zu den Füßen legen, die Schultern ganz weich über die Knie hängen lassen. Und mal kurz verschnaufen. Und über die Stirn und die Verbindung mit dem Erdboden neue Energie schöpfen. Die Stellung des Kindes bietet immer Trost. Die Erde bietet Stabilität und Halt, Sicherheit. Und die Stellung des Kindes erlaubt es dir, Erdenergie über die Stirn aufzunehmen. Dann bringst du die Hände wieder nach vorne, richtest den Oberkörper auf.
Die nächste und letzte Position ist der Sattel. Der Sattel dehnt die ganze Körpervorderseite, vor allen Dingen aber hier die Oberschenkel und die Muskeln im Bauch, im Becken, in den Leisten und kann manchmal ganz schön gemein sein. Du öffnest deine Knie etwas weiter, sodass du dein Po zwischen den Beinen absetzen kannst. Wenn du nicht mit dem Po bis zum Boden kommst, dann nimm dir einfach den Block oder wieder die dicke Decke und setz dich drauf. Je höher die Sitzgelegenheit ist, desto leichter fällt die Übung. Und dann lehnst du dich nach hinten. Wenn es geht, komm auf die Ellbogen. Wenn es nicht klappt, dass du bis zu den Ellbogen nach hinten kommst, Richtung Boden, dann stütz einfach deine Arme auf. So weit hinten, wie es geht, sodass du hier die Dehnung auf deiner Körpervorderseite spüren kannst. Aber wenn du sehr flexibel bist, dann kannst du dich auch gerne zum Boden ablehnen. Und die Arme hinter dir auf dem Boden, also hinterm Kopf am Boden ablegen. Auch hier gilt es wieder, alles loszulassen, ganz weich zu machen. Und du führst die Übung nur aus, wenn du es aushalten kannst und wenn es dir nicht zu unangenehm wird. Es kann sein, dass es dir in der Lendenwirbelsäule sticht, dann kommst du auf alle Fälle sofort wieder hoch und lehnst dich einfach nur nach hinten. Ansonsten bleib in der Position oder auf den Ellbogen. Das ist genug. Vielleicht kannst du noch ein paar Atemzüge in der Haltung bleiben. Dann lass den Atem ganz ruhig fließen. Das ist immer sehr wichtig für jegliche Entspannung, dass der Atem ruhig fließt und dass du die Ausatmung noch ein bisschen verlängerst. Und dann komm wieder zurück aus der Position. Komm nochmal in den Vierfüßlerstand und üb nochmal mit mir Katze mit Kuh. Mach einen ganz dicken Katzenbuckel. Und wieder einatmen, schieb dein Becken zurück, mach den Rücken lang, schieb die Schulter nach hinten und schau nach oben zur Decke, der Kuhrücken. Und dann fängt wieder der Steißbein an, sich aufzurollen in den Katzenbuckel. Schieb dich raus aus den Schultern. Und in den Kuhrücken. Schön verbunden mit dem Atem. Das Steißbein rollt sich ein, du atmest aus, so lange bis du richtig nach oben gerundet bist. Und du atmest ein, wenn du das Becken nach hinten schiebst, den Rücken gerade stellst, die Schulter nach hinten ziehst und den Kopf anhebst. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Kuhrücken. Noch einmal Katzenbuckel. Und noch einmal Kuhrücken. Und dann löst die Haltung auf. Komm nochmal zum Sitzen auf deine Matte. Und zur Entspannung des Beckens und des unteren Rückens lade ich dich jetzt ein,
dein Becken auf einen Block oder auf eine dicke Decke zu lagern. Und zwar so, dass das Kreuzbein auf dem Block liegt. Also nicht die Lendenwirbelsäule, sondern das Kreuzbein weiter unten, da wo die Po-Falte anfängt. Ein Stück weiter oben noch, kurzes Stück oberhalb der Po-Falte. So legst du dich zurück, ganz bequem, mit leicht erhöhtem Becken. Leg die Arme seitlich neben der Brust, neben dem Brustkorb ab. Du kannst sie auch ausbreiten wie ein Stern. Du kannst gerne die Füße wieder in Schmetterlingshaltung nehmen, das heißt, die Fußsohlen berühren sich, die Knie sinken ganz entspannt nach außen. Du lässt die Beine schwer werden und die Knie nach außen sinken. Und auch die Arme dürfen ganz weich auf dem Boden liegen. Dein Kopf, dein Nacken, dein Schultergürtel, der ganze Körper ist entspannt. Du bleibst bitte noch ein paar Minuten in dieser Position und genießt die Entspannung und genießt jetzt auch die Weichheit in deinem ganzen Organismus. Genießt noch die Ruhe. Und die Zeit, die du dir nimmst, nur für dich. Und ich darf mich von dir in der Zwischenzeit verabschieden. Ich hoffe, Yin Yoga hat dir gefallen. Kannst uns gerne ein Like schenken oder unseren Kanal abonnieren. Und es wäre schön, wenn ich dich wieder begrüßen dürfte. Namasté.